Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 12 1994 und auf dem Cover und im Testberichtteil ist Magic Carpet aus dem Hause Bullfrog. Spiel des Monats ist es damals geworden und ich wollte wissen, jetzt nach über 30 Jahren, kann dieses Spiel noch was? Macht das noch Spaß? Oder ist alles, was übrig ist, einfach nur noch eine nostalgische Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Bei Magic Carpet muss ich vor allem eines sagen: Ich erinnere mich an die Performance und die war auf meinem Rechner damals überhaupt nicht gut. 486 DX33, der war damit wirklich überfordert. Ab einem 486 DX266 lief's gut und mit einem Pentium hat's dann so richtig Spaß gemacht. Es war einfach herausragend, was die Grafik angeht, und zwar für 1994 wirklich. Wir werden es gleich sehen. Das war damals wirklich State of the Art. Ich bin wirklich gespannt, ob es noch Spaß macht, und ehe wir reingucken, es kam doch immer wieder die Frage, wie ich diese Spiele denn laufen lasse. Ich nutze tatsächlich vor allem mittlerweile den Launcher von GOG, also GOG Galaxy. Hier sieht man es bereits, da sind viele der alten Spiele mittlerweile vorhanden, und wenn man hier reingeht, hat man Magic Carpet und kann das sofort spielen. Bei GOG ist die Besonderheit, die DOS-Box kommt immer automatisch gleich mit dazu und man kann die meisten Spiele tatsächlich einfach direkt spielen. Wenn das mal nicht klappt, geht man hier oben einfach auf Installation verwalten in den Ordner und dort gibt es die DOS-Box Config für Magic Carpet und das ist eine Textdatei, da könnt ihr die entsprechenden Parameter einstellen. Und das, was einem am meisten Probleme macht, ist wirklich die CPU-Geschwindigkeit, denn die kann er nicht immer automatisch sauber ermitteln und die Spiele vertragen es manchmal nicht. Da ist es ganz oft wichtig, dass man hier einen fixen Wert einträgt für die CPU-Geschwindigkeit. Es gibt immer wieder mal Soundprobleme, Soundstottern und das liegt tatsächlich meistens an der CPU-Geschwindigkeit. Also hier den Wert eintragen. Es sind ja auch alle Sachen direkt beschrieben. Eintragen, abspeichern, zumachen und dann einfach auf Spielen klicken und sich freuen. Da sind wir auch schon mittendrin. Wir wählen natürlich Magic Carpet aus, das Hauptspiel, und das andere ist die Zusatzdisk. Ja, wir müssen noch auswählen. Sound Blaster passt, General MIDI passt. Ich habe mich für die Kombinationsmöglichkeit aus Maus und Tastatur entschieden. Mit dem Joystick kam ich tatsächlich überhaupt nicht zurecht. Kann man hier umstellen auf Gamepad, Joystick. Es gibt hier auch eine Möglichkeit, mit einem VR-Headset zu spielen. Aber wir bleiben ganz klassisch bei Maus und Tastatur, so wie ich es damals auch schon gespielt hatte. Kennt ihr das noch? Oh, und da sind sie, Bullfrog, das legendäre Softwarehaus, mittlerweile von EA geschluckt und schon lange nicht mehr am Markt. Oh, und jetzt Intro damals, 1994, 95, zum ersten Mal richtig CD-ROM und In its infancy, Sprecher. the whole of creation glimmered against the dark void. Herrlich. But one place in the universe outshone all others, for it glowed brilliantly with a magical energy known as Mana. Ich erinnere mich. was eventually discovered and the first Sehr gut, pioneers sehr gut, settled sehr the gut. land. The people dedicated their lives to separating mana from nature in order to command its powers. Was für ein genialer Sprecher, oder? After centuries of Wahnsinn. fruitfulness, the land was rendered barren by man's insatiable greed. Fierce competition between wizards degenerated into war, great creatures being summoned to do their creator's bidding in the ensuing struggle. But the life breathed into these creatures was charged with evil, and the beasts turned against their masters. Man merkt es, ich bin ganz still, ich kann gar nicht. Es ist so faszinierend, dieser Blick zurück. A foolish wizard and his young apprentice prepared a spell, hoping to scatter his opponents to oblivion. But the power of the spell was greater than even he could have foreseen. The whole world shook with a mighty earthquake. Also allein diese Intros waren damals ja besonders. Leaving his Wahnsinn. apprentice with the arduous task Jetzt der of Übergang restoring the world to equilibrium. auf das Render-Intro. Boah, das war 1995, ne? Überlegt mal, diese 3D-Grafik, das war 1995, war das natürlich der Hammer.
Aber es läuft ein bisschen zackig. Ich glaube, ich habe die CPU-Geschwindigkeit ein bisschen heftig eingestellt. Naja, egal. Ja, es läuft ein bisschen schnell, das Intro. Egal, wir bleiben jetzt einfach dran. Hier. Und dann diese Zauber, die man ja auch später im Spiel sieht. Genau das, ne? Und jetzt pass auf und zack! Ganz genau, ja. Es war ein bisschen schneller als gewohnt, das Intro, aber egal. Diese Render-Grafiken sind natürlich nach heutigem Maßstab gar nichts mehr. Aber vor 30 Jahren war das der Hammer. Ich habe dieses Intro so oft angeschaut, so unfassbar oft einfach nur das Intro laufen lassen. Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, wir können einen Namen eingeben, Rufzeichen. Dann können wir laden, speichern und dann gehen wir auf die erste Mission. Wir werden dann gleich die Grafik einstellen müssen, weil wir natürlich in der Standardgrafik sind zuerst. Und dafür wird unser Rechner zu schnell eingestellt sein. Ja, man sieht's, ne? Da läuft alles etwas schnell. So, einmal auf High-Res bitte. Jawohl, so sieht es schon besser aus. Oh, ich merke, ich habe auch leichte Soundaussetzer. Es läuft nicht ganz. Pass mal auf. So, ein bisschen die CPU-Power runterdrehen. Merkt ihr's? Das ist dieses Tastenkürzel. Steuerung F11, Steuerung F12 kann man die Geschwindigkeit verstellen von der CPU und plötzlich sind die Soundaussetzer weg. Ja, das Besondere ist, man kann ja auch noch verschiedene Modi einstellen. Man kann das Ganze nämlich auf einen Rot-Grün-Modus setzen, mit Brille. Und dann hat man hier einen 3D-Eindruck mit Rot-Grün-Effekt. Und das funktioniert ganz gut, aber Rot-Grün ist einfach nicht das, worin man es spielen will. Also nette Spielerei, aber man sieht auch, jetzt wird es auch etwas wackelig. Und das Genialste ist, das hier, ein Stereogramm-Modus. Wer in der Lage ist, diese... Hoppla! Der greift mich an. Oh nein! Ich werde attackiert! Dann gehen wir mal kurz abbrechen hier. Abbrechen, abbrechen. Wir brauchen einen Zauber, der uns hilft. Und zwar in der Mitte, das weiß ich noch. Im Steinkreis, da findet man diesen Angriffszauber. So. Boah, schaut euch das an, diese Grafik, das ist butterweich. So, wir können 2 Zauber auswählen. Man sieht es hier, Karte, 2 Zauber auf 1 und 2. Und dann können wir uns verteidigen. Ja, das sind nämlich diese Viecher hier. Die habe ich damals schon gehasst. Da unten, wir müssen diesen Zauber noch auffangen. Wir brauchen nämlich ein Schloss, genau, ein eigenes. Das auch hier, ne, wie das aus dem Boden wächst. Alles in Echtzeit. Hoppla. Ey, halte mal, halte mal, halte mal. So, jetzt können wir uns diese Typen hier krallen. Genau, dann können wir nämlich diese Zelte einnehmen. Und dann bekommen wir denen ihr Mana. So. Und das Coole ist, das ist mir auch aufgefallen, schaut mal hier. Die Bäume brennen. Und auch die Erde reagiert. Also Hammer, 1994, 95. Und dieses Ding arbeitet wirklich mit einer Art Terraforming. Es ist schon richtig krass. Also schon richtig krass, wie das damals zu diesem Zeitpunkt war. Also weit, weit, weit voran vor allen anderen Spielen. So, die Mana-Kugeln, die runterfallen, müssen wir einsammeln. Das heißt, wenn wir sie markieren, dann sammelt unser Hubschrauber, sehe ich schon, unser Ballon sammelt sie dann ein. Genau. Und wenn
wenn wir genug Mana gesammelt haben, können wir unser Schloss auch größer bauen. So, dann gehen wir auf die Suche. Ja, ja, da ist der eine. Die schießen nämlich auf mich. Wahnsinn. Und es fliegt sich wirklich butterweich, ne? Also Maus ist Flugzeugsteuerung, nach vorne ist runter, Nase hoch, runter, wie beim Flugzeug. Und dann, oh oh. Mit den Pfeiltasten kann man strafen, links, rechts, vorwärts, rückwärts. Was leider nicht geht, man kann nicht hoch runter gleiten, also per Strafe irgendwie hoch runter gehen, das geht leider nicht. Da ist unser Ballon. Ah, der sammelt die Mana-Kugeln. Den müssen wir auch später tatsächlich beschützen. Wir haben jetzt in diesem Level noch keine fremden Magier. Wir sehen es da oben in der Leiste. Dem Ballon geht's gut und unser Schloss ist auch fit. Da fliegen wir jetzt mal gerade zurück und bauen das Schloss auf noch eine höhere Stufe aus. Und sobald wir genug Mana gesammelt haben in dieser Welt, ist die Welt geheilt. Das ist noch alles relativ einfach hier. Wir sollen uns ja nicht gleich überanstrengen. Pass mal auf hier. Das ist echt. Das damals, vor 30 Jahren, hier Echtzeiteffekte und dieses Ding wächst aus dem Boden. Wie genial ist das denn? Absolut genial. Welt wiederhergestellt, Leertaste drücken Oh. Wer greift uns an? Eigentlich könnte ich jetzt fertig machen. Ah, du da! Hoppla! So, wir müssen aber nicht mehr, die Welt ist beendet, also gehen wir weiter. Leertaste drücken. Sehr schön. Oh, und dann diese Zwischensequenzen. Also, ich sagte es vorhin schon, diese Render-Grafik, also ich habe irgendwann 2000, keine Ahnung was, im Studium angefangen mit 3D-Animationen. Ja, sehr schön, ne? Congratulations. Sehr schön. Ja, also ich habe angefangen mit 3D-Animationen und das war 10 Jahre später als dieses Spiel und es sah lange am Anfang nicht so gut aus. Also das war schon richtig weit vorne, was die hier abgeliefert haben. Mann, Bullfrog, was habt ihr da für ein geniales Spiel abgeliefert? So, wir speichern kurz. Ja, erstes nehmen wir. Und dann geht's weiter in die nächste Welt. Boah, schaut mal hier. Na, das Wasser mit Reflexionen und das konnte man übrigens auch ausschalten. Pass mal auf, F5. Dann schaltet das ab, ne? Dann wird es schneller. Aber das sieht natürlich schon, also für damals, Wasserreflexionen, wow, 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 wow. Also grafisch, Magic Carpet, echt unfassbar. So diesen Spiegel, den nehmen wir nicht, da kann man teleportieren. Wir fliegen aber normal. Wir schauen mal auf die Karte. Was gibt's denn hier? Auf jeden Fall sehr viele Berge. Oh, da sehe ich einen roten Punkt. Das heißt, hier ist ein Zauber. Wo ist er? Da.
heißt, das ist ein Fluchtzauber, richtig? Jawohl. Das heißt, wenn es mal brenzlig wird, dann einfach flüchten. Ja, was ein bisschen schade ist, die Sichtweite ist nicht ganz so groß. So, wir müssen uns mal ein eigenes Schloss noch bauen hier. Pass mal auf. Wo wäre denn ein guter Platz? Ah, da sind mir zu viele Leute. Nein, 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 nein. Wir bauen das irgendwo hier. Pass auf, hier am Strand. Schöner Platz, oder? Da. Hey, und wie dieses Ding dann einfach emporwächst, das ist so genial. Ich finde es irre. Also das finde ich wirklich irre genial gemacht. Wow, 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 wow. Wow, und da kommt er schon ganz schön ins Schwitzen. Trotz Pentium-Einstellung. Also das muss man wirklich sagen, Magic Carpet ist da etwas zickig. Wenn der Rechner schnell ist, dann läuft es sehr, sehr schnell. Und wenn der Rechner nicht schnell genug ist, dann geht es auch mit der Performance runter. Und er gleicht es aber auch nicht aus. Also ja, so ist natürlich schon nochmal. Ich lasse die Reflexion vom Wasser mal aus. Es läuft irgendwie nicht ganz perfekt. Es ist entweder ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu langsam und zuckelt. Aber so ist es ganz gut, ohne dass wir Soundprobleme bekommen. So, das hier dürften wieder diese Vögel sein. Oh ja, ganz viele. Die können einem richtig Probleme machen. Ehrlich Leute, das geht butterweich. Was ein bisschen schade ist, die Sichtweite ist nicht so wirklich groß, oder? Das könnte man, wäre schön, wenn es mehr wäre, aber na gut, man kann nicht alles haben. Aber das sind überall solche fliegenden Punkte, ne? Diese Harpien sind da überall, ich glaube, diese Harpien sind's. Ja, genau, die sind nämlich echt. Zweimal. Ah, da oben sind sie. Oh. Hoppala. Wo denn? Ja, wo denn? Da oben sind sie. Ah. Es sind wahnsinnig viele von denen. Oh Mann, die nerven. Wow, was ist das denn? Ein Drache oder sowas. Der fliegt. Wuhuhu. Mein Ballon, warum sammelt der nicht? So, ich glaube, wir können mal unser Schloss ein bisschen ausbauen. Dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Mana. Oh, diese Viecher nerven. Die nerven mal total. Jawohl, sehr schön. Hey, jetzt hat es die tatsächlich gekostet, diese Harpien. Das ist ja schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ja, das läuft schon butterweich. Das mit den Bergen ist ein bisschen blöd. Er weicht da etwas komisch zurück. Aber es steuert sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Sehr schön. So. Der will auf mich schießen. Was ein bisschen schade ist, die Sichtweite ist sehr, sehr knapp, sehr, sehr kurz. Das dürfte ruhig ein bisschen mehr sein, aber sei es drum, war damals eben nicht mehr möglich. So, wie sieht's aus? Kann ich jetzt den Level beenden? So, jetzt sieht man hier oben auch, jetzt kann das Mana wird mehr aufgefüllt, also hier bei Punkt 3. Ne? Das heißt, man braucht dann schon eine höhere Ausbaustufe des eigenen Palastes, damit es den Level beenden kann. Hoppala! Hui! Okay. Nicht du auch noch. Wow. Sehr wunderbar. Also dieses Vogelviech ist wirklich total lästig. Dieses Fliegeviechzeugs. Puh. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit Gesamtmana? Bin ich hier mal durch oder? Wow, schon wieder so ein Viech. Wo denn? Die nerven total. Da oben ist sie. Dann sind sie höher als ich und dann treffe ich sie nicht mal. Wo ist eigentlich mein Ballon? Hier liegen noch ein Haufen Mana-Kugeln rum. Warum holt er sie nicht ab? Kann ich denn noch eine Stufe höher gehen? Oh. Das ist schon... Das begeistert mich, Leute, das begeistert mich total, dieses Terraforming in Echtzeit, dass man da wirklich dann... schon wieder so ein Viech. So, wie sieht's aus hier? Mein Schloss kann doch genug aufsammeln. Ich bin auf Ausbaustufe 4. Ich habe mittlerweile 2 Ballons. Alles klar, und die sammeln jetzt. Komm, bring's zurück zum Schloss. Das Mana ab. Jawohl, Welt wiederhergestellt. Da haben wir es doch geschafft. Sehr, sehr schön. Es wird anspruchsvoll. Es ist eine Menge los in dem Spiel, muss man sagen.
Klar, die Zwischensequenzen wiederholen sich jetzt, das kennen wir ja schon aus dieser Zeit, ne? Das ist dann irgendwann so ein bisschen repetitiv. Genauigkeit, 39%, gefunden. Naja. Sehr schön. Machen wir noch eine Mission? Ja, ich würde schon sagen, oder? Ich möchte noch ein paar weitere Zaubersprüche sehen. Ich bin gespannt. Da oben sehe ich schon eine rote Kugel. Einen roten Punkt meine ich da. Wow, Bienen! Ah, ich kann mich heilen, aber ich will doch jetzt kämpfen. Leute. Wow! Alter! Ich wollte nur... Das Problem ist... Oh, auch noch ein Zauber. Sag mal. Okay. Ich hab's gemerkt. Jetzt wird's schwieriger. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Nochmal. Wir müssen erst diese Bienen dann besiegen, weil die nerven mich sonst zu arg. Boah, die ist schneller als ich, oder was? Kann ja gar nicht sein. Boah, die sind echt heftig, die Viecher. Heftig. Na? Okay, also. Da sind noch Mana-Kugeln. Die schnappen wir uns. Wir brauchen vor allem noch ein eigenes Schloss, sonst geht hier natürlich gar nichts. Da ist ganz schön was los, meine Freunde. Ganz schön was los. Noch einer. Wo ist mein... Wer hat jetzt mein... Hä? Wieso geht es da kaputt? Nee, jetzt ist mein Schloss da. Okay, ich dachte schon. Irgendwas macht es schon wieder kaputt hier. Meine Freunde, das geht ganz schön los hier. Also, da sind schon wieder solche Viecher. Ich hoffe, keine Bienen. Ah, ich muss diesen einen Zauber noch holen.
Der ist hinter mir, da, in diese Richtung. Genau. Da kann ich mich nämlich heilen mit dem ganzen Ding. So. Und jetzt war doch vorhin irgendwo ein anderer Magier. Wo ist denn der? Ah, Biene, 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 Biene. Hilfe! Puh, die mag ich nicht. Da war doch vorhin ein anderer Magier. So. Schnellteleport. Tja. Weiß ich nicht. Bauen wir mal mein Schlosswedel weiter auf. Irgendwie ist er. Ich weiß nicht, ob der weg ist, wo der vorher herkam. Was sind denn das für Dinger hier eigentlich? So, das müsste eigentlich ja schon reichen. Von der Größe her. Uah! Eine Ente! Ja, hör doch mal auf zu schreien, das nervt total. Erstmal greift die meinen Ballon an. Ich glaub, es hackt. Boah, aber die Action geht echt voll ab und tatsächlich auch hier Sounddesign und Alter, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Klar, Grafik ist Retro, aber ja, Leertaste drücken. Wo kam dann der andere Zauber her? Verstehe ich nicht. Oh, vorhin ein anderer Zauberer da? Jetzt geht's ab? Naja. Ah, komm hier, das ging doch jetzt ganz gut. Diese Bienen sind echt heftig und diese Vögel, also man muss echt hier, also unter Stress alles wechseln und bin immer gespannt, was noch für Zauberer dazu kommen. Ja, das kennen wir jetzt schon. Okay, also die Zwischensequenzen laufen sie natürlich nach kurzer Zeit tot, aber ja, sei es drum. Ich meine, wir reden immer noch von einem über 30 Jahre alten Spiel. Da kann man das schon mal verzeihen, dass eine Zwischensequenz sich wiederholt. Oh, zweites mit Y. Okay. Da haben wir wohl einen Tastatur. Na, machen wir weiter. So, sehr schön. Wo sind wir denn? Wie sieht's denn aus? Okay, sehr viel Landmasse. Gibt's irgendwelche Zauber? Hä? Hey, Freunde, was macht ihr hier? Die machen die Häuser kaputt. Ja, geht's noch? Ah, ein Magier, ein Magier. Wo kommst du denn her? Hey, der klaut mir mein Mana. Okay, jetzt sehe ich. Das geht nicht, das geht gar nicht, mein Freund. Deshalb zerstört ja auch die Häuser, weil es meine sind. Da ist er wieder.
Die Socke. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Der klaut mir meine Häuser. Wo ist er denn jetzt? So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Das geht gar nicht. Boah, also ganz ehrlich, jetzt leidet es ein bisschen an der Übersichtlichkeit hier. Ich verstehe nicht ganz, wie dieser Typ, und ich würde ihn gern einfach nur platt machen. Diesen überheblichen roten Magier. Aber der verträgt ganz schön was. Ja, ich höre ihn wieder. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Wo ist er denn? Oh, toll. Ja, okay, da muss ich wohl ran. Ja, die Viecher sind alle kein Problem, aber ihn kriege ich nicht platt. Sag mal. Jawohl, das war's. Da ist er. Gefallen. Ich habe gesiegt. Jawohl, alles Mana ist meins. Hört aber auf, mich zu schießen. Ich bin euer neuer Herr. Ich ganz allein. Der baut da ein Haus mitten in die Monolithen. Ja, geht's noch? Ja, geht's noch, Freunde, geht's noch. So, jetzt müssen wir hier unser Schloss ausbauen. Ganz dringend. Boah, da kriege ich ja einen Krampf in den Mausfinger. Alter Freund, alter Freund. So, Ausbaustufe 2, 3, 4. So, dann haben wir doch 2 Ballons, oder? Haben wir nicht bei Ausbaustufe 4 2? Ja, genau. Puh. Ja, jetzt hört doch mal auf mich zu schießen. Ist ja jetzt gut. Hört doch mal auf. So, jetzt lassen wir die Ballons mal die Mana-Sachen einsammeln und ich suche noch ein paar Gegner und dann ist, glaube ich, auch gut hier, ne? Boah, das war also ziemlich anstrengend und wahnsinnig verwirrend, was hier so alles abgeht auf diesem Level. Ich hasse Bienen. Ich hasse Bienen. Boah, Zuckelruckel, jetzt wird's gerade ein bisschen heftig. Wow! Ah! Was war das denn? Einmal rein, zack, brennt und fertig. Ach nö, oder? Jetzt muss ich diesen ganzen Typen nochmal platt machen? Ach, verflucht! Och nö, Freunde, oder? Ah. So, aber jetzt müssten wir dann genug Mana beisammen haben, um diese Welt zu beenden. Boah, Freunde, echt, das geht ganz schön. Ja, Welt wiederhergestellt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott.
Mir tut die Hand weh. Oh, ist das anstrengend. Ja, es ist gut. Es ist restored. Ich weiß es doch. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Also, Freunde, ganz ehrlich. Der Blick zurück macht schon Spaß. Er ist aber auch verdammt schmerzhaft und anstrengend. Gefundene Zauberspiel, 100% Mana. Oh, 11 Minuten 90. Ich war immer, waren vorhin auch 11 Minuten, oder? Ist immer das Gleiche. Oh, ja, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Welt anschaue oder ob wir das jetzt bei sein lassen. Wir gucken mal noch rein und wenn es aber nichts ist, dann brechen wir hier ab, weil mir tut echt der Finger weh. Ha! Ja, setzt mich doch mitten rein. Das mit den Zauberspringen ist ja schon irgendwie cool und auch dieses, es ist alles schon cool, ja, muss man sagen. Oh, jetzt auch noch Bienen. Die gibt's ja gar nicht, oder? Oh, und ein anderer Magier. Und. Ah, nein. Der macht sich dann immer noch gleich aus dem Staub. Was ist das denn? Skelettkrieger? Und wie viele denn? Ja, Wahnsinn. Ja, er ist gierig aufs Mana. Das gibt mir die Chance, ihn ein bisschen unter Feuer zu nehmen. Jawohl, und da haben sie ihn erledigt, die Freunde. Ich hoffe, es ist nur ein Magier. Nein, mein Schloss ist kaputt. Na toll. Basis. Sonst wird es nämlich gar nichts hier, weil ich brauche ja dringend die Ressourcen. So, wo? Nein, hör auf, mein Schloss zu feuern. Ja, geht's noch? Der greift meinen Turm an. Hoppala. So, da oben sind immer noch welche, oder? Sind doch gar nicht losgelaufen. Oh nein, Bienen. Ah, verdammt nochmal. Ich hasse Bienen.
So, ich wollte eigentlich schauen, was da oben noch so los ist. Es gibt ja vielleicht auch einen neuen Zauber zu finden. Da ist doch so ein Schloss oder so irgendwas. Da ist ein Zauber, aber wahrscheinlich ist aber irgendein Mechanismus. Okay. Ah, ja. Das sind, also die Viecher, die Vögel und die Bienen, die sind wirklich nervtötend. Ganz schön heftig hier, ganz schön heftig, meine Freunde, ganz schön heftig. Was haben wir denn hier für einen Zauber noch bekommen? 7. Kann ich den noch gar nicht ausführen? Wahrscheinlich brauche ich da ein größeres Schloss, oder? Gucken wir mal. Da liegen noch Mana-Kugeln, da. Und da sind noch irgendwelche Viecher unterwegs. Die greifen wieder mein Schloss an. Na toll. Jetzt haben sie es wieder kaputt gemacht. Na komm her. So, ich habe doch genug Mana jetzt. Mal ein bisschen Action hier. Da fliegt irgendwas. Irgendwas Schnelles fliegt da. Wahrscheinlich ist eine Biene. Oh nein, ein Drache, Wyvern oder wie man es immer nennt. Also... Das ist anstrengend. Es ist harte Arbeit, das, was ich hier mache. Also ganz ehrlich, das alte Spiel für euch nochmal rauskramen, das ist wirklich harte Arbeit. Was tut man nicht alles? Wahnsinn. So, jetzt könnte ich aber tatsächlich... Pass auf, die Ausbaustufe reicht noch nicht, sehe ich gerade. So, Ausbaustufe 5 brauchen wir, genau. Das sind auch meine eigenen Bogenschützen, sehr schön. Wow, was für eine schöne große Burg. Welt wiederhergestellt, da haben wir es doch geschafft. Boah. Ich wollte ja mal noch die anderen Zauber sehen, wenn man dann noch den Vulkan bekommt und so. Mir tut wirklich der Finger weh. Das ist wirklich anstrengend. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich dazu noch den Nerv habe, da noch weiterzumachen. Congratulations, Master Wizard. The world is restored to equilibrium. Ja, ich glaube, wir lassen es für heute mal gut sein. Ich meine, die Levels sind angenehm kurz. Ich speichere jetzt mal ab und vielleicht spielen wir mal ein anderes Mal weiter, aber mir reicht es jetzt erst einmal. Dieser kleine Blick zurück. Wir sehen uns gleich wieder. Also das war ja mal wieder was. Ein Trip zurück in die Vergangenheit und mir tut richtig, wirklich die Hand weh. Dieses Mehrfach-Klicken für diesen Feuerballzauber ist wirklich anstrengend. Ich weiß, ich erinnere mich, man bekommt später auch mal noch größere Zauber, aber das hätte ich mir doch jetzt etwas früher gewünscht, weil es war jetzt wirklich schmerzhaft. Tja, Magic Carpet von Bullfrog. Bullfrog gibt's ja schon lange nicht mehr. Bullfrog war damals Garant für richtig aufwendige Spiele und es war auch ein Garant für Spiele, die die Hardware fordern. Wir haben es gesehen, Magic Carpet hat so seine Probleme.
Es ist mit der DOS-Box einwandfrei spielbar, aber manchmal ist die Performance zu schnell, manchmal ist sie zu langsam. Also es ist so ein bisschen schwierig, aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Für die damalige Zeit, vor 30 Jahren, war das grafisch ein absoluter Meilenstein. Ihr kennt das Wort Meilenstein bei mir. Und die PC Games, wir sehen, sie hat ja auch einen großen Artikel geschrieben mit einem riesigen Vorschaubild. Und sie sind also wirklich voll des Lobes über dieses Spiel, das alle Register zieht. Also man sieht hier natürlich einmal, haben sie das Intro genannt, also das Intro, das so wahnsinnig aufwendig ist. Das wurde natürlich genannt. Dann geht's auf die Grafik, diesen besonderen Modus und natürlich hier die Übersichtsseite mit den ganzen Features, Screenshots und hier eine Spielspaßwertung von 92%, eine Traumwertung, ein Hammer-Statement, wo er wirklich sagt, im Jahr der 3 Actionspiele ist Magic Carpet wohl der herausragendste Vertreter dieses Genres. Also herausragend, das ist ein Wort, das man wirklich benutzen kann. Damals war es das mit Sicherheit. Tja, macht's heute noch Spaß? Das ist jetzt unsere große Frage, die ich ja immer zu klären versuche. Ich würde sagen, jein. Es macht noch Spaß, wenn man bereit ist, ein wenig Abstriche ins Kauf zu nehmen. Es ist ein bisschen anstrengend, es ist ein bisschen oldschool. Die Grafik ist natürlich zum heutigen Zeitpunkt absolut nicht mehr aktuell, das wollen wir aber auch nicht. Also es ist ein 30 Jahre altes Spiel, da kann man das nun wirklich nicht erwarten. Was ich mir gewünscht hätte, wäre noch eine frei konfigurierbare Steuerung. Es ist ein bisschen hakelig und man sieht auch so, das Gameplay an manchen Stellen ist ein bisschen anstrengend. Diese Vögel sind mir ziemlich auf den Keks gegangen. Also im Grunde muss man immer wieder wegfliehen und die neu angehen. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen anders spielen müssen. Ich habe es jetzt einfach schon 30 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Also mit Sicherheit gibt es da auch bessere Taktiken als die ich jetzt angewendet habe. Also für einen kurzen Blick, es kostet ja nicht die Welt, ist es mit Sicherheit die Sache wert, aber über einen längeren Zeitraum würde ich sagen, ist es, glaube ich, nicht mehr das Spiel, das man spielen möchte. Ich glaube, da läuft es sich dann doch insgesamt relativ schnell tot. Es war für damalige Verhältnisse beeindruckend, die Grafik war beeindruckend, das Gameplay war beeindruckend, das mit den Zaubern ist natürlich sehr beeindruckend, ne? Wie das dann aus dem Boden wächst und so. All das waren vor 30 Jahren unfassbare Features. Das ist jetzt nochmal beeindruckend, wenn man sich's vorstellt, wie das damals war, wo man damals herkam und wie das dann mit diesem neuen Spiel aussah. Aber aus heutigen Gesichtspunkten haut's einen natürlich nicht mehr von den Socken. Und wenn dieser Aha-Effekt fehlt, dann würde ich sagen, ist Magic Carpet heute zwar immer noch ein gutes Spiel, rückblickend betrachtet ein wahnsinnig gutes Spiel, ein irre wahnsinnig gutes Spiel, aber es ist, glaube ich, heute nicht mehr das, was man auf längere Sicht spielen möchte. Dementsprechend, toller Blick zurück, hat wahnsinnig Spaß gemacht, toll, dass ihr mit dabei wart, aber damit ist es bei mir dann auch wieder gut mit Magic Carpet von Bullfrog. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei wart bei diesem Blick zurück in diese alte Zeit, diese weit zurückliegende Vergangenheit. Und es wird mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch bei einem meiner nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht hier auf meinem Kanal demnächst wieder.